Hallo, ich darf euch herzlich begrüßen hier bei Edekas Selbstgemacht. Heute mache ich einen Bananen-Joghurtkuchen. Die Zubereitung und die Zutaten könnt ihr unten in der Videobeschreibung nochmal in Ruhe nachlesen. Ich möchte heute mal so wenig wie möglich Kristallzucker verwenden. Deshalb sind 3 reife Bananen darin, die Süße von Honig, ein Päckchen Vanillezucker und etwas Zitronenzucker. Diesen könntet ihr allerdings auch nochmal ersetzen gegen richtige Zitronenschale. Den Backofen heizen wir vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Als allererstes geben wir in 300 Gramm Mehl ein Päckchen Backpulver. Das vermischen wir einmal und stellen es dann zur Seite. Hier habe ich 3 reife Bananen, die schäle ich und dann werden sie erstmal zerdrückt. Die zerdrückten Bananen gebe ich jetzt in eine Schüssel. Dazu gebe ich einen Esslöffel von meinem selbstgemachten Zitronenzucker und etwas Honig nach Geschmack. 200 Gramm Naturjoghurt kommen dann auch noch dazu. Dann einmal etwas vermischen. Dazu gebe ich dann 150 Gramm geschmolzene Butter. Ihr könnt auch Margarine verwenden. Und noch einmal vermengen. Die Creme lasse ich jetzt erstmal mit der Küchenmaschine verrühren, bevor ich noch 4 zimmerwarme Eier dazu gebe und die nacheinander. Ihr solltet sie immer in einen Abstand von ca. 30 Sekunden einrühren. Wenn ihr möchtet, könntet ihr an der Stelle jetzt noch ein Päckchen Vanillezucker dazugeben. Jetzt fehlt nur noch das Mehl mit dem Backpulver. Das gebe ich jetzt löffelweise hinein. Wenn das Mehl komplett im Teig ist, lasse ich es nur noch ganz kurz einrühren, so dass es ein schöner Teig ist. Der Teig ist nun fertig und kann in die vorbereitete, eingefettete Kastenform gefüllt werden. Den Teig dann nur noch verteilen in der Form und etwas hin und her schieben, so dass der Teig schön glatt wird. Und jetzt geben wir den Teig in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad für ca. 50 Minuten. Bei Ober- und Unterhitze darf er da auf der mittleren Schiene backen. Zur Sicherheit mache eine Stäbchenprobe und dann lasst den Kuchen in der Form kurz abkühlen, bevor wir ihn auf ein Abkühlgitter stürzen. Dann einmal den Kuchen auskühlen lassen und ich lasse ihn jetzt gleich so wie er ist, da ich ja heute Kristallzucker sparen möchte. In den Kuchen ist jetzt nur Honig, ein Päckchen Vanillezucker und ein Esslöffel von meinem selbstgemachten Zitronenzucker. Der Kuchen ist schön fluffig geworden, saftig und schmeckt einfach lecker. Und die Süße könnt ihr selber variieren. Ihr gebt einfach mehr oder weniger Honig hinein. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal hier wieder einschaltet. Bei Edekas Selbstgemacht. Servus!